Hallo liebe Freunde, willkommen bei Michael Grant Klartext. Ich habe euch ja gesagt, dass ich nicht jeden Kommentar beantworten kann, aber dass ich jeden Kommentar lese. Es sind in der Woche zwischen 1000 und 1500 Kommentare, die ich aber alle durchlese, nur ich kann sie nicht beantworten. Einige Leser fragten mich, was ich von der These halte, dass Björn Höcke ein U-Boot des Geheimdienstes, also des Verfassungsschutzes sei. Wurde der AfD-Mann als Agent Provokateur des Verfassungsschutzes in die Partei geschleust, um sie zu schwächen oder gar zu zerstören? Das war die Frage einiger Leser und manche haben mich sogar mit dieser These angeschrieben. Es ist eine gewagte These, das möchte ich von vornherein sagen, dass Björn Höcke im Auftrag des Staates agiert. Allerdings muss ich zugeben, die Vermutung einiger Leser oder einiger Zuschauer ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn auch in Deutschland sind Fälle bekannt, bei denen solche Provokateurs eingesetzt wurden, etwa bei der verdeckten Störung von bestimmten Bewegungen oder der gewalttätigen Eskalation von Demonstrationen. Diese Vorwürfe kamen zum Beispiel bei Stuttgart 21 und den Demonstrationen gegen die G-Gipfel auf. Ich möchte das Gedankenszenario meiner Leser, meiner Zuschauer einmal weiterspinnen. Und was spricht für diese These? Erstens, Höcke ist ein beamteter Gymnasiallehrer. Er ist also ein Staatsdiener. Wie heißt es doch so schön? Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Auch der Verfassungsschutz besteht aus Staatsdienern. Eine Querverbindung wäre also auf dem kleinen Dienstweg denkbar. Zweitens, Kontakte von Lehrern zum Verfassungsschutz können durchaus gegeben sein. Eine Nähe zwischen Lehrer und Verfassungsschutz kann, wie schon angedeutet, gegeben sein, wie man im Schleswig-Holsteinischen Landtag enthüllte. Im Rahmen der Lehrerausbildung wird dazu der erste Grundstein gelegt, denn mittels Vorträgen des Verfassungsschutzes, politischen Bildungsfahrten und kostenfreien Unterrichtsmaterialien werden Referendare politisch weitergebildet. Als examinierte Lehrkräfte steht es den Unterrichtenden später frei, die Angebote des Verfassungsschutzes unkritisch in Anspruch zu nehmen. Um weitere Lehrkräfte zu erreichen, arbeitet der Verfassungsschutz, ob es heute noch so ist, kann ich im Moment nicht sagen, aber ich vermute stark, zumindest im Land Schleswig-Holstein mit dem, Entschuldigung, ich trinke einfach zu wenig Wasser, mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an den Schulen zusammen, welches das zentrale Weiterbildungsinstitut für Referendare und Lehrkräfte ist oder war. Der Verfassungsschutz ist eine Behörde. Lehrkräfte können auf den Internetseiten des Verfassungsschutzes Informationsbroschüren bestellen und aktuelle Informationen abrufen. Es ist grundsätzlich möglich, darüber auch einen direkten Kontakt herzustellen und gegebenenfalls Informationsveranstaltungen, beispielsweise im Rahmen von Klassenfahrten und Exkursionen, zu besuchen. Höcke hätte es also leicht, sogar auf dem offiziellen Dienstweg Kontakt zum Verfassungsschutz aufzunehmen und umgekehrt auch. Zudem wäre er ganz sicher nicht der erste Lehrer, der vom Inlandsgeheimdienst angeworben wurde. Drittens, Höcke und die NPD.
Von den Medien wurde die These aufgegriffen, Höcke habe unter dem Pseudonym Landolf Ladig Beiträge in mehreren Zeitschriften des neonazistischen Umfelds der NPD publiziert und verwiesen über die räumliche Nähe zwischen Höcke und dem Herausgeber der besagten Zeitschriften, dem NPD-Funktionär Thorsten Heise. Höcke hat bestätigt, Heise persönlich zu kennen. Höcke erklärte, dass er nie unter Pseudonym für die NPD-Zeitung geschrieben habe. Eine eidesstattliche Erklärung dafür unterzeichnete er nicht. Sein Argument: Diese habe ihren Ort in einem Strafprozess, sehe aber kein Instrument der innerparteilichen Kommunikation. Heise erklärte, dass es sich bei dem Pseudonym nicht um Höcke handelte. Höcke kennt also den NPD-Funktionär Heise persönlich. Dass die NPD ein verfassungsschutzverseuchtes Nest ist, dürfte wohl hinlänglich bekannt sein. Auch hier würden sich Möglichkeiten für vielfältige Verbindungen ergeben. Viertens. Höcke provoziert bewusst mit dem Tabu. Höcke brach in seiner umstrittenen Rede über das Denkmal der Schande, gemeint war das Holocaust-Mahnmal in Berlin, für viele bewusst ein Tabu. Ich kenne Herrn Höcke nicht, aber ich traue ihm zu, dass er so viel Intelligenz besitzt, zu wissen, dass wenn er in unserer Meinungsfreiheitsrepublik auch nur ein politisch unkorrektes Wort über den Holocaust spricht, dass er dafür öffentlich im wahrsten Sinne des Wortes geschlachtet wird. Genau das geschah dann auch. Er nimmt damit bewusst die Spaltung der Partei in Kauf und das in einem entscheidenden Moment. Warum? Wem nützt das? Das fragen sich meine Leser. Ich habe allerdings ein anderes Fazit. Man mag zu der These meiner Leser und Zuhörer stehen, wie man möchte, denn es sprechen einige Indizien dafür, dass Björn Höcke die AfD tatsächlich nicht von sich aus in eine solche schwierige Lage bringen wollte und will. Was hätte er persönlich davon? Die politischen Gegner sind die Nutznießer. Aber dennoch sind es nur Indizien, keine Beweise. Für einen eingeschleusten Agent-Provokateur sind die Anhaltspunkte meiner Auffassung nach nicht ausreichend. Eine These, die nicht untermauert und demnach nicht haltbar ist. Sie können gerne anderer Meinung sein und das in den Kommentaren dann auch so schreiben, wenn Sie anderer Meinung sind. Wie gesagt, ich habe lediglich die These und die Fragen meiner Zuhörer und Leser wiedergegeben. Entscheiden müssen letztendlich Sie selbst, was Sie glauben. Ich als investigativer Journalist habe keine Beweise für diese These gefunden, aber vielleicht gibt es diese ja und Sie stellen sie mir zur Verfügung. Abonnieren Sie meinen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Dort finden Sie auch alle Hintergründe zu meiner sehr umstrittenen Hitler-Reihe, Adolf Hitler, eine Korrektur. Schon alleine der Titel provoziert den Mainstream. Ich werde weiterhin an dem Thema bleiben. Bleiben Sie mir bewogen. Schauen Sie mich weiterhin meine Videos an. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Michael Grant.